An jenem Morgen war der Himmel milchig weiß, ein sanfter Wind wehte durch die alte, staubige Gegend, in der der Geruch von Zement lag. Meine Arbeitsgruppe und ich wurden beauftragt, ein verlassenes Haus abzureißen, das in einer einsamen Gasse versteckt lag. Wir begannen zu arbeiten, der Klang der Hämmer hallte wieder, der Staub wirbelte so dicht auf, dass alle die Augen zusammenkneifen mussten. Mitten im Chaos hörte ich plötzlich ein leises Stöhnen, leise, aber seltsam. Ich blieb stehen und lauschte aufmerksam. Das Geräusch ertönte erneut, zitternd, als ob jemand um Hilfe riefe. Mein Herz raste plötzlich, ich legte den Hammer beiseite und folgte dem Geräusch, das aus der Ecke der Wand hinter mir kam. Als ich die einzelnen heruntergefallenen Ziegelsteine entfernte, schlug mir ein muffliger, kalter Geruch entgegen, und ich hielt inne. In der feuchten Dunkelheit lag ein magerer Hund zusammengerollt da, seine roten Augen blickten mich an, als ob er Angst hätte, aber auch flehend. Sein Körper bestand nur noch aus Haut und Knochen, sein Fell war größtenteils ausgefallen, seine Beine zitterten und seine Atmung war schwach. Ich kniete mich hin, streckte meine Hand aus, meine Stimme zitterte leicht, alles gut. Ich bin da. Es bellte nicht, sondern sah mich nur stumm und verzweifelt an, ein Blick, der mir das Herz zusammenschnürte. Einheimische berichteten, dass es 3 Jahre lang in dem verlassenen Haus gelebt und sich von Regenwasser und Müll ernährt habe. 3 Jahre ein kleines Wesen überlebte in Einsamkeit und Dunkelheit und verließ sich dabei nur auf seinen Überlebensinstinkt. Ich hob es hoch und spürte deutlich seinen schwachen Atem und seinen erschreckend leichten Körper, als würde es verschwinden, wenn ich es losließe. Ich rannte so schnell ich konnte zur nächsten Rettungsstation und hoffte, es rechtzeitig zu schaffen. Den ganzen Weg über herrschte Stille in meinen Armen. Die Ärzte sagten, er sei schwer unterernährt, habe aber noch eine Überlebenschance. Ich atmete erleichtert auf, Tränen stiegen mir in die Augen. Als ich 2 Tage später zurückkehrte, hatte es die Augen geöffnet, sein Blick war völlig anders, nicht mehr ängstlich, sondern warm und sanft. Ich beschloss zu adoptieren, unterschrieb die Adoptionspapiere und flüsterte, von nun an wirst du nie wieder allein sein. Als ich nach Hause kam, badete ich es, trocknete die wenigen Fellstellen und stellte den Futternapf neben den warmen Ofen. Zuerst hatte es Angst, drückte sich dicht an die Wand, die Augen misstrauisch, als wagte es noch nicht, an Güte zu glauben. Doch als ich mich daneben setzte und leise mit ihm sprach, kam es herüber, senkte den Kopf und aß jeden kleinen Bissen. In jener Nacht schlief es zusammengerollt in seiner alten Decke, atmete gleichmäßig und friedlich wie ein Kind, das nach Hause gekommen war. 2 Monate später war sein Fell wieder dicht nachgewachsen, seine Augen leuchteten, und jeden Tag rannte es im Garten herum, um mich nach der Arbeit willkommen zu heißen. Jedes Mal, wenn ich jetzt die Tür öffne, kommt es angerannt und wedelt unaufhörlich mit dem Schwanz, eine Erinnerung daran, dass wahre Freundlichkeit selbst die dunkelsten Orte im Leben erhellen kann.